Hi, ich bin Bennett und das hier ist meine neue Top 3 der besten Motorrad-Navigations-Apps. Wenn man wie ich aus der Software kommt, dann will man vor allen Dingen Probleme lösen. Und auf dem Motorrad will ich bei der Navigation vor allen Dingen immer 3 Probleme lösen. Ich will schnell von A nach B kommen und nicht im Stau stehen, plus das richtige Hotel finden, das ich dann tatsächlich auch gebucht habe. Ich will geile, kurvige, asphaltierte Straßen finden, die mich auf schönsten Wegen mit toller Aussicht irgendwo hinbringen. Und ich will geil Offroad ballern und entweder GPX-Tracks haben oder einfach neue Routen finden, die ich vielleicht noch gar nicht kannte. Und für das erste Problem nehme ich, wie ihr wahrscheinlich auch, einfach Google Maps. Das ist immer noch die beste Software, wenn man Staus vermeiden will. Das ist immer noch die beste App, wenn man sicher gehen will, dass die Kartendaten stimmen und dass man den richtigen Supermarkt findet, die richtige Tankstelle findet oder ja, das richtige Hotel. Für die kurvigste Route ist es immer noch Kalimoto. Das System hat immer noch die Möglichkeit für mich, dass ich am schnellsten eine geile Route plane, weil es einfach die praktischsten POIs noch mit drin hat. Es hat 2 Routing-Algorithmen, die immer noch die besten meiner Meinung nach auf dem Markt sind. Auch das super kurvige Routing-Profil hat tatsächlich in manchen Regionen einfach immer noch Vorteile, aber die Konkurrenz schläft nicht. Der dritte Grund, warum ich immer noch Kalimoto nutze, neben POIs und den Routing-Profilen, in die blauen Linien hier, also meine historische Aufzeichnung, wo ich überall war, das habe ich natürlich fast alles in Kalimoto. Und dementsprechend ist es halt einfach so ein bisschen für mich der Buy-in. Wenn ich zu einer anderen Plattform wechseln würde, würde ich gerne natürlich diese Übersicht behalten. Kalimoto macht immer noch am meisten Sinn, wenn man schnell planen will und wenn einem jetzt die jährlichen Gebühren nicht ganz so wichtig sind. Für mein drittes Problem gibt es tatsächlich ein Update. Ich habe das letzte Mal ja gesagt, ich nehme dafür Osmand, weil es einfach die geilste App ist, um damit halt Tracks zu bearbeiten. Das stimmt nicht mehr. Und die App, die ich jetzt dafür nehme, hat außerdem noch den Vorteil, dass sie auch wirklich geile Tracks findet. Die Möglichkeit hat Osmand zwar auch, aber das performt nicht geil und das ist meines Erachtens nicht so gut wie bei der neuen App und das ist Stegra. Stegra hat den Vorteil, dass ich hier einen unglaublich mächtigen GPX-Planer habe, mit dem ich wirklich sehr, sehr viel mit GPX-Dateien anfangen kann. Wirklich genauso viel wie bei Osmand. Da steht sich das in nichts nach. Das ist einfach ein wirklich, wirklich guter Planer. Kann man einfach out of the box jetzt schon super empfehlen. Plus, es ist die einzige App, die ich kenne, die wirklich hier einen Adventure Motorcycle Routing hat mit noch einem Haufen Optionen, die einfach für Offroad-Fahren ultra gut sind. Und das ist etwas, was bei Stegra halt wirklich einfach extrem gut funktioniert. Man kann damit wirklich in der Gegend, in der man sich auskennt oder wo man sich sicher fühlt, einfach neue Tracks entdecken, neue Tracks planen. Das macht mega viel Spaß, damit Sachen auszuprobieren. Und der Kurving-Algorithmus, Stegra hat auch ein kurviges Routing-Profil und das ist meines Erachtens genauso gut wie das von Kalimoto. Der einzige Vorteil, den Kalimoto noch hat, ist das superkurvige, dass halt da nochmal eine optionale Geschichte gibt, dass man nochmal andere Strecken rausfinden kann, gerade in Regionen, wo man sich halt schon sehr gut auskennt. Und ich vermute, wenn Stegra so weitermacht, dass ich nächstes Jahr, wenn ich um diese Zeit nochmal ein Update-Video mache, dass ich vermutlich nur noch Google Maps und Stegra benutzen werde, weil Kalimoto dann einfach davon überholt wurde. Aktuell, wie gesagt, das ist meine Auswahl. Mit Kalimoto kann ich immer noch am schnellsten geile Motorradrouten planen. Mit Stegra kann ich am geilsten GPX-Files in geile Offroad-Touren überführen. Und mit Google Maps kann ich meine Anfahrten und die letzten Kilometer zum Hotel am besten bewerkstelligen. Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. We're dancing in the bright light.